Dr. Christoph Metzner ist neuer Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Medical and Pharmaceutical Biotechnology am IMC Krems. Mit seiner beeindruckenden Laufbahn in der medizinischen Biotechnologie und seiner Leidenschaft für die Forschung bringt er frische Impulse und eine inspirierende Vision mit. Neben Labor und Hörsaal trifft man ihn in seinem neuen Büro im Trakt U. Genau dort haben wir ihn bei seiner Tasse Kaffee kennengelernt. Meinen Kaffee trinke ich am liebsten alleine und in Ruhe eigentlich. Das ist ein bisschen so das Gegengewicht zum Arbeiten mit Leuten und mit Menschen, dass man da ein bisschen Reflexion einbringt. Im Masterstudiengang Medical and Pharmaceutical Biotechnology. Wir beschäftigen uns ja hauptsächlich damit, dass wir sozusagen biologische Erkenntnisse, Systeme und Prozesse irgendwie in praktische Anwendungen übersetzen. Und wir konzentrieren uns halt dabei auf die medizinische, die Gesundheitsecke sozusagen, die wir aber sehr breit interpretieren. Als neuer Studiengangsleiter möchte ich die gute Arbeit fortsetzen, die bisher passiert ist. Also ich habe einen sehr guten Eindruck gehabt von dem, wie das Ganze steht und sozusagen jetzt sanft formen und der Zukunft gerecht werden. Das ist, glaube ich, so die Aufgabe. Mein Forschungsschwerpunkt? Also ich interessiere mich sehr stark für interzelluläre Kommunikation und da im Speziellen für Kommunikation, die über Vesikel, also Lipidkügelchen in ungefähr Virusgröße sozusagen durchgeführt wird. Mein Leitsatz? Stop learning, start dying probably. Ich glaube, 3 Tage würde ich es aushalten ohne Lernen, dann wird es eng werden wahrscheinlich. Anstatt im Labor oder Hörsaal bin ich gerne? Eigentlich überall draußen in der frischen Luft, gerne mal irgendwo am Wasser. Als Kind wollte ich? Berufswunschmäßig war eigentlich schon relativ früh der Biochemiker angelegt. Das hat sich dann im Laufe der Zeit immer ein bisschen aktualisiert und dann bin ich sozusagen beim Molekularbiologen und Virologen irgendwie geendet. Zuletzt gelacht habe ich? Jetzt. Ich lache sehr gerne und sehr viel, kostet angeblich nichts und bin sehr leicht zu unterhalten. Meine geheime Motivation? Ich habe irgendwann einmal die schräge Idee gehabt, oder die Erkenntnis gehabt, dass es für mich schon ein bisschen spät ist, dass ich nur einen Nobelpreis kassieren werde. Bei meinen Studierenden hingegen ist das durchaus nicht möglich. Und das ist sozusagen ein bisschen die Motivation fürs Unterrichten, dass ich vielleicht so einen Secondhand-Nobelpreis ums Eck irgendwie kriege. Glücklich macht mich? Musik funktioniert extrem gut. Also so das richtige Stück Musik zur richtigen Zeit. Und generell, wenn ein Plan funktioniert, das ist eine ziemlich coole Sache. Auf einen Kaffee? Viele Leute einfach der Kommunikation wegen dem Gespräch wegen zum Kaffee, da gibt es lange Listen. Dankeschön.